eine emotionale Berg- und Talfahrt. Also sich mit Leuten zu freuen, die ganz sichtlich darüber erleichtert waren, dass sie erstmal im wahrsten Sinne des Wortes aus der Schusslinie waren. Genauso wie Gesichter von Menschen, die echt verzweifelt waren, weil sie vorm Nichts stehen, außer einer Tasche oder vielleicht noch weniger nichts mehr hatten. 3 Wochen war der Hanauer Fotograf Kai Pfaffenbach für eine Nachrichtenagentur in der Ukraine. Seine Bilder erzählen die Geschichten eines Krieges, von Flüchtlingen, von Kämpfern und von Liebenden, die Abschied nehmen müssen. Ich wünsche den beiden einfach von Herzen, dass sie sich hoffentlich bald einfach gesund genauso wieder in die Arme fallen können. Da waren etliche Pärchen in ähnlichen Situationen und ich fand das schon sehr, sehr, sehr bedrückend. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Stärke wiederum bewundert, also gerade von den Frauen in der Situation, die also dann nicht einfach heulend mit dem Taschentuch gewunken haben, sondern versucht haben, ihre Männer da den Rücken stärkend zu verabschieden. Viele Aufnahmen macht Pfaffenbach am Bahnhof von Lviv. Ein Zug, der nur Mütter und Kinder in Sicherheit bringt. Blau-gelb wie die Ukraine. Die Ungewissheit in den Gesichtern der Kinder ist groß. Und was sicherlich auch eine Rolle spielt, Erschöpfung. Die waren zum Teil 3-4 Tage bis dahin aus dem Osten der Ukraine unterwegs, um sich in Sicherheit zu bringen. Also natürlich denke ich als Vater von einer 11-jährigen Tochter auch in dem Moment immer, wie wird es denn womöglich meinem Kind und meiner Frau gehen in der Situation, während ich womöglich was anderes mache, meinem Job nachgehe oder vielleicht selber Soldat wäre. Ich kann mich da also tatsächlich emotional nicht von frei machen. Auch Kai Pfaffenbach zieht Kraft aus seiner Familie. Abends, wenn er allein im Hotelzimmer ist. Was mir in der Regel gut hilft, ist, ich habe im Prinzip jeden Abend mit meiner Frau telefoniert und versucht, so ein bisschen Normalität zu konstruieren und normal zu bleiben, normal zu reden. Das hilft, das Ganze durchaus zu verarbeiten. Und ohne die Unterstützung diesbezüglich wäre das, glaube ich, extrem schwierig. Dieser Soldat überlebt einen Raketenangriff auf einer Militärbasis. 35 seiner Kameraden sterben. Er hat ganz spezifisch jetzt mich als Individuum in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Von daher war es schwierig. Ansonsten freue ich mich immer, wenn Menschen in so Extremsituationen mit dem Leben davonkommen. Und dann bin ich schon erleichtert, weil ich finde, dass jedes Leben, das in so einem Konflikt drangeht, ob das die mittlerweile beinahe 140 Kinder sind, die Zivilisten oder die Soldaten der Kriegsparteien, ist schlicht und ergreifend die pure Verschwendung für nichts. Kai Pfaffenbach will wieder in die Ukraine zurückkehren. Zu den Menschen, die ihn nachhaltig beeindruckt haben. Die werden ihr Land oder ihren kleinen Teil davon, den sie womöglich selbst beackert, bewohnt, belebt haben, den werden die nicht hergeben. Und ich finde das wirklich bewundernswert. Und da gibt es viele Männer, die ihre Frauen und Kinder in Züge gesetzt haben, um sie in Sicherheit zu wissen. Und die haben gesagt, es ist gut zu wissen, die Kinder und die Frauen sind in Sicherheit. Wir gehen jetzt zurück und kämpfen für unser Land, für unsere Kinder, für unsere Frauen. Und wir werden alles dran setzen, dass die Ukraine bleibt. Nur ein Plakat und trotzdem eines seiner Lieblingsfotos. David gegen Goliath. Ein Gleichnis, das leider mal wieder allzu gut passt.